Hallo Holzfreunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ich Fügekanten herstelle, ohne Abrichte und ohne viel Werkzeug. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich möchte hier diese beiden Bretter fügen. Diese haben von beiden Seiten eine starke Phase und sind auch eigentlich so sehr uneben. Das alles mache ich ohne eine Abrichte. Für das schnelle Befestigen auf der Werkbank benutze ich hier doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt aber auch alle anderen Spannmittel benutzen. Das ist jetzt nur, damit es schnell geht. Die beiden Bretter, die ich fügen möchte, spanne ich jetzt übereinander. Als Führungsschiene benutze ich hier eine beschichtete Spanplatte. Schöner wäre natürlich eine schöne breite Aluschiene, aber diese Spanplatte macht es auch. Meine sogenannte Führungsschiene klebe ich jetzt direkt an der Stelle, wo der Schnitt nachher erfolgen soll. Die Werktischkante muss natürlich noch etwas zurückspringen, damit wir uns nicht reinfräsen. Zum Fräsen nehme ich hier einen Bündigfräser mit Anlaufring oben. Der sollte auch möglichst lang sein, damit wir beide Bretter übereinander fräsen können. Oder aber ihr habt einen kurzen Fräser, dann muss eure Maschine genug Hub haben. Und schon geht's los mit dem Fräsen. Das Abrichten mit der Oberfräse ist besonders geeignet für kleine Werkstücke oder auch für sehr große. Dadurch, dass beide Werkstücke übereinander liegen, ist es auch egal, wenn der Fräser leicht schräg steht und die Fräsung dann nicht im rechten Winkel ist. Dann kann man beim Fügen einfach ein Brett umdrehen und schon passt es. Wichtig ist nur, dass die Führungsschiene perfekt gerade sein sollte. Wellen darf man natürlich nicht in das Werkstück fräsen. Heraus kommt jetzt eine perfekte Fügekante. Sollte es mal nicht so passen, weil der Fräser etwas schräg stand, dreht man ein Werkstück einfach um. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt ihnen einen Like und abonniert auf jeden Fall den Kanal.